ChatGPT 4 ist da und es bringt einige Änderungen mit sich. Willkommen zu diesem Video, mein Name ist Kali und ChatGPT 4 ist endlich da. Ja, viele haben darauf gewartet, denn OpenAI hat schon einige Features mit angekündigt und diese wollen wir natürlich jetzt auch in der Praxis austesten. Wir sind hier auf der Seite von OpenAI und hier sehen wir 3 Dinge, die auf jeden Fall verändert bzw. verbessert wurden. Und zwar ist ChatGPT 4 jetzt kreativer und kollaborativer sozusagen, wenn man es ins Deutsche übersetzt. Und dadurch kann ChatGPT jetzt technische und kreative Schreibaufgaben besser erledigen als davor. Ja, hier steht das Schreiben von Drehbüchern, Songtexte oder auch das Erlernen von einem Schreibstil für Benutzer. Ein neues Feature, wo ich auch sehr gespannt bin, ist hier der Visual Input. Und zwar kann ChatGPT auf Fotos erkennen jetzt, was hier drauf ist und kann dann einen Subtitel zum Beispiel geben. Ja, wir sehen hier das Foto mit den Eiern, Mehl und so weiter und der Output, den ChatGPT jetzt hier gibt, ist, was du mit den Zutaten hier machen kannst. Hierauf könntest du jetzt zum Beispiel ein Prompt geben und sagen, gib mir zu Output 1 ein Rezept als Beispiel. Ja? Auch diese Möglichkeiten, denke ich, werden sehr, sehr vielseitig sein, was mit diesem neuen Feature hier gemacht werden kann. Dann eine Sache ist noch Longer Context. Das bedeutet, ChatGPT ist jetzt in der Lage, über 25.000 Wörter zu schreiben. Das ist sehr krass, zum Beispiel für Content Creation. Auch die Analyse von Textdokumenten hier, wie in diesem Beispiel, wenn man einen Link einfügt, dann gibt ChatGPT im Output das Ganze wieder in eine Zusammenfassung. Hatten wir vorher auch schon, aber jetzt ist es nochmal detaillierter und besser geworden. Ja, das sind so die 3 Main Features, die jetzt neu sind oder auch besser geworden sind bei ChatGPT 4. Und OpenAI hat auch schon mit anderen Companies kooperiert, zum Beispiel mit Be My Eyes. Ja, das ist eine App, die sozusagen Lebensmittel scannt. Duolingo kennen die ein oder anderen vielleicht auch. Stripe, einer der größten Online-Zahlungsanbieter. Also ChatGPT 4 ist schon im Einsatz bei der ein oder anderen großen Company und das sagt natürlich auch einiges aus. So, wir sind jetzt im Dashboard hier von ChatGPT und wie das Ganze funktioniert, ist eben hier oben. Da kann man jetzt GPT 3.5 und GPT 4 auswählen und man sieht auch schon hier die Unterschiede, ja. Und zwar die Argumentation ist hier in ChatGPT 4 jetzt komplett voll, also 5 Balken sozusagen. Die Schnelligkeit ist gleich geblieben und die Prägnanz ist auch auf 4 Balken. So, und das macht natürlich vieles aus, wie ich dir jetzt im folgenden Beispiel zeigen werde, ja. Und ich habe jetzt hier GPT 3.5 aktiviert und wir schauen jetzt mal den Unterschied an zu GPT 4. Und zwar gebe ich hier jetzt diesen Befehl ein, ja, schreibe die Geschichte von Aschenputtel in einem Satz, wo jedes Wort mit dem nächsten Buchstabe aus dem Alphabet von A bis Z beginnt, kein Buchstabe darf wiederholt werden. So, und dieser Text ist jetzt nicht schlecht, ja, man sieht hier A, C, D, E, dann nochmal E, F, G, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Also es ist nicht schlecht, aber es ist jetzt nicht nur von A bis Z, sondern man sieht hier mehrere Buchstaben auch öfter und ich habe aber ChatGPT gesagt, kein Buchstabe soll wiederholt werden. Und das Ganze machen wir jetzt in GPT 4. So, und dann sehen wir nämlich auch schon den großen Unterschied, ja. Das sieht schon mal ganz anders aus, ja. Aschenputtel brachte charmante, denkende Eidechsen, fabelhafte Glasschuhe. Okay, ob das jetzt Sinn ergibt am Ende des Tages, es ist kaum möglich, die Geschichte von Aschenputtel von A bis Z in Worte wiederzugeben, ohne dass ein Buchstabe wiederholt wird, ist sehr schwierig. Aber ChatGPT hat es hier verstanden und so, ganz genau so umgesetzt. Mit GPT 3.5 war es nicht so der Fall. Und da sehen wir schon einen großen Unterschied und den Fortschritt zu GPT 4, ja. Und so gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere Anwendungsbeispiele,
wie sich GPT-4 entwickelt hat, beziehungsweise wie GPT 3.5 sich zu GPT-4 entwickelt hat. Ja, das war's mit diesem kurzen Feedback, mit dem kurzen Review zu ChatGPT 4. Meiner Meinung nach ist es deutlich besser geworden. Wir haben noch mehr Funktionen jetzt und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, weil jetzt die Einsatzmöglichkeiten natürlich noch mehr gestiegen sind und sobald die API zugänglich ist, denke ich auch, werden viele Unternehmen auf ChatGPT 4 setzen. Schau auf jeden Fall hier auf dem Kanal hin und wieder vorbei, abonniere den Kanal, dann verpasst du auch kein Video mehr, weil ich bringe natürlich über ChatGPT 4 auch viele Videos, weil ich es auch selbst nutze. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da, abonniere wie gesagt den Kanal, dann verpasst du kein Video mehr und lass mich gerne deine Meinung wissen, was du von ChatGPT 4 hältst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, mach's gut, ciao.